Herzlich willkommen zu dem dritten Tutorial auf diesem Kanal. In unserem letzten Tutorial haben wir einen Schneemann erstellt, ein Modell für einen Schneemann erstellt. Und da möchte ich euch jetzt einfach einmal zeigen, wie man diesem Schneemann noch einen Hut aufsetzt und eventuell Überlegungen anstellt, wie man diesen Hut mit dem Schneemann verbindet. Und dazu räume ich noch einmal ganz kurz das Modell auf und dann sehen wir uns sofort wieder. So, ich habe jetzt einmal ganz kurz aufgeräumt und unser Modell von dem nicht verdrehten Schneemann noch einmal in die Mitte verschoben. Und da können wir jetzt wie folgt weitermachen. Wenn ihr das übrigens verschieben wollt, dann einfach in der Top View mit der Project-Funktion könnt ihr mit dem Befehl Move einen Punkt auswählen und dann den Nullpunkt auswählen. Dann verschiebt sich das entsprechend. Ähm, Ich habe deshalb das gerade Modell gewählt, weil Rhino manchmal Probleme hat, mit bereits verdrehten Objekten zu arbeiten und Berechnungen anzustellen, Verschneidefunktionen zu nutzen. Das heißt also, wenn wir weiterarbeiten möchten, dann am besten mit dem geraden Modell und am Ende können wir das Ganze noch einmal wieder verdrehen. Wenn wir dem Schneemann jetzt einen Hut geben wollen, gehen wir am besten dafür in die Frontansicht und überlegen uns, wie so ein Hut aussehen könnte. Ähm, Ich zeichne einmal ganz kurz eine Begrenzungslinie. Die kann man auch im Nullpunkt wieder starten. Da haben wir einfach einmal eine Mittellinie. Vielleicht wählen wir dazu, um das jetzt ein bisschen besser erkennen zu können, ein neues Layer, Hut, Kurven aus, geben dem eine andere Farbe, können dann auf diesem Layer einmal zeichnen und diese Kurve vielleicht sogar schon dahin hineinsetzen. Wir können jetzt also Folgendes machen, einfach einmal ganz grob einen Hut modellieren. Das heißt, wir zeichnen eine Linie, sagen uns, okay, der Schneemann ist so und so breit. Wahrscheinlich soll die Linie wie bei einem echten Hut eben ein bisschen hinauskragen. Dann eine gewisse Stärke soll der Hut haben. Ja, sagen wir mal ungefähr. Das wären die äußeren Konturen von dem Hut. Ich hätte das Ganze jetzt natürlich auch direkt miteinander verbinden können. Joine das Ganze einmal. Und um jetzt zu erkennen, wie gut der Hut passen könnte, kann ich den einmal auf die entsprechende Höhe verschieben. Wähle dann jetzt Record History aus, gebe den Befehl Mirror ein und könnte im Prinzip jetzt das Ganze einmal spiegeln und sehe dann, wie der Hut aussieht. Okay, jetzt sehe ich in dieser Ansicht, dass mir der Hut vielleicht nicht ganz so gefällt, wie ich das vorher vielleicht gedacht habe. Das heißt, ich könnte also beispielsweise F10 drücken, die Kontrollpunkte anwählen. Das kann man übrigens auch hier machen, indem man hier dieses Icon auswählt, links. Und könnte jetzt also beispielsweise diese beiden Punkte auswählen, ein bisschen hochsetzen. Dann verschiebt sich automatisch, weil wir die Record History angestellt haben, eben auch unsere gespiegelte Fläche mit. Hm, gut, vielleicht würde ich sagen, der Hut ist noch ein wenig breit. Das kann man noch ändern. Na, vielleicht ungefähr so. Vielleicht ist er mir noch ein bisschen zu wenig hoch. Das könnten wir noch ändern. Naja, belassen wir es dabei einfach mal. Das soll jetzt nur ein Beispiel sein. Ihr könnt das gerne etwas genauer modellieren, wenn ihr das möchtet. Was auf jeden Fall sinnvoll ist. Ich hatte auch schon mal einen Hut modelliert. Der war im Prinzip in der Mitte durchgebogen. Das sieht im Druck später leider nicht gut aus. Da hat man dann auch wieder einen tieferen Punkt in der Mitte und Kreise, die drumherum gezogen werden vom Drucker, außenrum. Das sieht einfach nicht so schick aus. Lasst also am besten diese Kurve einfach entsprechend gerade. Dann, was man machen kann, ist auf jeden Fall keine harte Kante zu setzen, sondern Abrundungen einzufügen. Dazu würde ich sagen, wählen wir die Kurve einmal aus, explodieren die noch einmal. Jetzt kriegen wir eine Warnung, dass das eben ja, die History
unterbricht. Das heißt, unsere gespiegelte Kurve wird nur nicht weiter angepasst, wenn wir unsere Ausgangskurve verändern. Das ist aber auch gar kein Problem. Wir haben jetzt also diese 3 Kurven. Die können wir einmal miteinander verbinden und dann gibt es hier eine Funktion, Fillet Corners. Die wählen wir einmal aus. Jetzt ist hier schon ein Radius eingestellt. Wir können einfach irgendwo hinklicken und dann durch eine Ziehbewegung ja, einen entsprechenden Radius festlegen. Ich sage einmal so, der Radius würde mir jetzt als Ausrundung gefallen. Und hier ist es wichtig, vielleicht eine Kante hinzubekommen. Ich hätte diese ganzen Linien miteinander verbinden können und eine entsprechende Kante kreieren können. Ich möchte euch nochmal eine andere Möglichkeit zeigen. Da können wir also diese Kurve einmal entfernen und dann einen Befehl nehmen, der heißt Adjustable Curve Blend. Den wählen wir einmal aus. Ich möchte diese Kurve und diese Kurve miteinander verbinden und kriege jetzt einen Vorschlag, der beispielsweise beinhaltet, dass ich eine Tangentenstetigkeit erreichen kann. Da kann man sich jetzt einfach mal ein bisschen durchklicken und ja, doch mir gefällt zum Beispiel diese Möglichkeit ganz gut, dass ich bei der einen Kurve eine entsprechende Tangente habe. Die andere wird durch eine Kurve verbunden oder angeschlossen und dann sieht das Ganze entsprechend so aus. Das bestätige ich jetzt einfach einmal und damit hätte ich beispielsweise die Form meines Hutes vorgegeben. Jetzt ist natürlich das Ganze ein bisschen nach außen gerückt. Ich könnte also das Ganze nochmal wieder einmal miteinander verbinden. Diese Kurve hätte ich gerne und wähle dann noch einmal F10, wähle diese Punkte hier aus und schiebe die einfach ein wenig nach innen und sage, gut, das wäre jetzt entsprechend mein Hut. So soll das Profil sein. Wähle jetzt also die gesamte Kurve aus, gehe wieder auf einen meiner Lieblingsbefehle, Evolve, bestätige die Winkel und habe dann einen Hut kreiert. Wie gesagt, achtet einfach darauf, dass ihr oben eine gerade Fläche habt, hier ebenfalls eine gerade Fläche. Man könnte beispielsweise sagen, okay, diese Linie hier könnte man durchaus durchbiegen, das ist gar kein Problem. Sähe vielleicht sogar noch etwas schöner aus, das könnt ihr euch dann ja entsprechend überlegen. So, und jetzt setzen wir diesem Schneemann den Hut auf. Es ist natürlich so, dass unser Schneemann in den Hut hineinragt. Und dieser Hut soll irgendwie auf dem Schneemann halten. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich hatte ja vorher schon mal eine Oberfläche erschaffen, die alles vom Schneemann einhüllt. Das könnte ich quasi als Volumenkörper nehmen und vom Hut abziehen. Dann hätte ich einfach eine kreisrunde Kuppel aus dem Hut herausgeschnitten. Wäre sicherlich möglich, hat mehrere Nachteile, dass das einmal immer noch verrutscht und ich später beim Druck hier eben einen Überhang erzeugen würde, der eben sehr schwer zu drucken ist. Das heißt also, wir können sagen, okay, dann machen wir das nicht so, sondern wir machen beispielsweise einen kegelförmigen Ausschnitt, der dafür sorgt, dass eben die innere Kurve entsprechend druckbar wird. Oder wir könnten beispielsweise ein Stecksystem entwerfen und das möchte ich euch jetzt auch einmal zeigen. Um also ein Stecksystem zu entwerfen, können wir noch einmal ganz kurz in die Frontansicht gehen und uns hier diese Linie, beziehungsweise wir zeichnen einfach mal eine neue Linie, die also entsprechend einfach horizontal verläuft an der Unterkante des Hutes entlang. Gehen wir in die perspektivische Ansicht, blenden unseren Hut einmal ganz kurz aus, können diese Kurve, übrigens, wenn ihr mit dem Navigieren nicht ganz zurechtkommt oder sich das einmal verschieben sollte, könnt ihr immer hier oben in die Ansicht gehen, Zoom und Zoom Selected auswählen, dann sollte sich das Ganze wieder gegeben haben. Dann könnt ihr jetzt diese Linie einmal extrudieren, die Oberfläche nochmal wieder auswählen, diese auch extrudieren, den ganzen Blumenkörper auswählen,
diesen verschieben. Ich subtrahiere immer ganz gerne Volumenkörper voneinander, da hatte ich bis jetzt die wenigsten Probleme mit. Und so weiß Rhino auch immer ganz genau, was von was abgezogen werden soll. Dann machen wir einmal eine Subtraktion, bestätigen, bestätigen und haben jetzt, im Prinzip können wir das entfernen, einen Schneemann, dessen Kopf ein bisschen abgeschnitten wurde. Gut, jetzt müssen wir also hier beispielsweise einen Pin erstellen, der später in den Hut hineinragt. Da würde ich sagen, machen wir es uns einfach. Wir erstellen einfach einen Zylinder. Hier können wir die Projektion wieder ausstellen. Der hat beispielsweise einen 10 mm Radius und eine Höhe von ebenfalls 10. Ich denke, das sollte soweit hinhauen. Na, vielleicht machen wir das etwas niedriger. Das wird dann gleich klar, warum. Ich denke, mit den 10 mm liegt man generell nicht falsch, aber hier wählen wir vielleicht eine Höhe, die nur so hoch ist. Unser Hut ist recht flach und das wird dann eben gleich noch relevant. Denn wenn ich jetzt diesen Zylinder aus dem Hut ausschneide, habe ich hier wieder das Problem, dass diese Fläche hier im Hut drin ist und eben einen Überhang darstellt. Je nachdem, wie groß ich das jetzt ausdrucke, wenn das jetzt hier nur 10 mm sind, kann das sein, dass der Drucker das überblenden kann. Es kann aber auch sein, dass es einfach nicht schön aussieht. Außerdem, wenn ich genau diesen Zylinder jetzt herausschneide aus meinem Hut, ist das Loch im Hut genauso groß wie der Pin, den ich hier drucke. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass es gut zusammenpasst, es kann gut zusammenpassen, muss aber nicht unbedingt. Das heißt also, es wäre vielleicht nicht schlecht, einen Zylinder als Ausschneidewerkzeug zu nutzen. Ich lege noch einmal ein neues Layer an. Mit dem ich dann entsprechend den Hut ausschneiden kann. Dafür wähle ich also einen Zylinder. Ich kann den hier einmal wegmachen. Habe ich hier nein, ich habe auch eine ungerade Höhe genommen. Gut, das heißt, das ganze Spiel noch einmal. Das bietet sich auf jeden Fall auch nicht an. Also wenn man schon mit Maßen arbeiten kann, die irgendwie Sinn ergeben, dann sollte man das auch tun. Das heißt, ich gebe jetzt hier einmal 8 mm ein. Ich denke, das sollte soweit passen. Gehe dann auf das Layer ausschneiden. Den kann ich wieder erst einmal optisch entfernen. So, und jetzt überlege ich, naja, also der Zylinder, den ich ausschneide aus dem Hut, der muss auf jeden Fall etwas größer sein als mein Zylinder, den ich bisher hatte. Und da würde ich sagen, kann man vielleicht einfach mal ausprobieren, einen entsprechend ja, etwas größeren Durchmesser zu nehmen, vielleicht einen 15 mm noch dazugeben. Das ist eigentlich immer ein ganz guter Richtwert. Bestätigen. Und jetzt sollte dieser Ausschneidezylinder eben auch etwas tiefer hineingehen in den Hut, als unser Pin später ist. Das heißt, ich würde jetzt zum Beispiel 8,5 mm wählen. So, wenn ich das Ganze jetzt eben ausschneide, werde ich einen Überhang produzieren. Das heißt, ich mache jetzt Folgendes. Ich füge einen Kegel hinzu, habe die Schnappfunktion Center ausgewählt, gehe hier auf den Kreis, dann wird der Kegel von dem Mittelpunkt ausgewählt, gehe jetzt also bis nach außen zu meinem Kreis und kann jetzt einen Kegel erstellen. Der sollte natürlich nicht bis direkt zur Oberfläche vom Hut reichen, aber eben bis etwas darunter. So, und wenn ich dieses Konstrukt jetzt von meinem Hut abziehe, habe ich also eine Kante, die innen entsprechend gut gedruckt werden kann. Ich kann diese beiden Objekte einmal miteinander verbinden und jetzt von meinem Hut entsprechend abziehen. Das heißt, ich blende einmal meinen Hut wieder ein, wähle jetzt die Funktion Boolean Difference, drücke Enter, gehe hier auf das Layer, Select Objects,
wähle meine Ausschneideobjekte aus, bestätige mit Enter und habe also einen Hut kreiert, der, schauen wir uns das Ganze einmal an, eine entsprechende Ausschneidung aufweist. Ja, ich denke, das ist soweit in Ordnung. Jetzt habe ich hier anscheinend, achso, ich habe noch das Objekt hier drin liegen vom vorherigen Tutorial. Kann jetzt einmal mein aktives Layer ändern und könnte jetzt sagen, okay, ich verbinde diesen Schneemann jetzt mit diesem Pin und habe entsprechend jetzt einen Schneemann mit Pin. Was immer wichtig ist, kontrolliert das gerne regelmäßig. Wenn ihr das Objekt auswählt und hier oben auf Eigenschaften geht, hier sollte immer Closed Solid Polysurface stehen. Es kann sein, dass es ab irgendeinem bestimmten Schritt nicht der Fall ist. Dann müsstet ihr nochmal zurückgehen und euch das nochmal etwas genauer anschauen. Aber so kriegt ihr auf jeden Fall ein sicheres Druckergebnis. Das heißt, ich habe jetzt also diesen Schneemann erstellt, habe einen Hut mit entsprechender Aussparung erstellt. Und jetzt könnte ich wieder sagen, na gut, das habe ich jetzt also alles. Ich schiebe mir das Ganze einmal ein bisschen zur Seite und würde diesen Schneemann jetzt ganz gerne wieder verdrehen. Das ist gar kein Problem. Da können wir also noch einmal die Funktion Twist auswählen, wählen den Startpunkt unserer Achse aus. Ja, jetzt wird es ein bisschen tricky mit der Sicht hier. Gucke, dass ich wieder Center ausgewählt habe. Habe also den Center, den Mittelpunkt hier ausgewählt. Gehe hier oben hin. Auch hier wähle ich den Zentralpunkt aus. Und das nächste, was ich auswählen muss, ist der Winkel. Da gehe ich nochmal wieder in die Top-Ansicht. Da hatte ich ja irgendwie beim letzten Mal. Man kann sich auch einen gewissen Winkel halt einfach einstellen. Also bei mir waren es jetzt ungefähr 180 Grad. Werde das entsprechend dann so einmal machen. Und habe jetzt also einen Schneemann, der gedreht ist und einen Hut, der dazu passt. Jetzt ist vielleicht einigen aufgefallen, dass dieser Schneemann nicht mehr komplett rund ist. Das liegt also daran, dass wir unsere Oberflächen überblendet hatten am Anfang für die Lamellen. Das könnte man, wenn man es jetzt ganz einfach haben möchte, ändern, indem man sagt, okay, man stretcht den ein bisschen in Z-Richtung und sorgt dafür, dass das Ganze wieder eine etwas rundere Figur bekommt. Ja, also ich denke mal, in etwa so könnte da ein gutes Maß sein. Dann hätte man ein entsprechend hervorragendes Objekt, was nicht in die Breite geht. Jetzt ist er vielleicht ein bisschen zu lang, aber gut. Ja, das war es soweit zu der Erstellung von einem Hut für den Schneemann. Der Hut steht ihm gut und damit möchte ich mich verabschieden. Falls ihr Kommentare oder Anregungen habt, schreibt das gerne unten in die Kommentarsektion. Und ansonsten würde ich mich über ein Like oder ein Abo freuen. Hier werden also in den nächsten Wochen noch weitere Tutorials erscheinen. Und diese Dateien, die ich erstelle, die gibt es auch zu kaufen. Da könnt ihr mal gerne in meinen Etsy-Shop gucken, falls ihr für den 3D-Drucker entsprechende Dateien benötigt. Auch das ist gerade noch im Aufbau, aber auch damit würdet ihr mich natürlich entsprechend unterstützen. Und ansonsten bedanke ich mich, wünsche euch schon mal eine sehr schöne Vorweihnachtszeit. Ich denke, das Tutorial wird allerdings deutlich früher erscheinen und ja, wünsche euch ganz viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal.